Heute möchte ich über 5 Gesichtspunkte oder weitere Voraussetzungen zu gesunder Leiterschaft sprechen. Ich bin im Leben vieler junger Menschen präsent in der Entwicklung ihrer Leiterschaft, der Verantwortungsübernahme und merke, das sind so Dinge, die mir unterwegs immer wieder neu wichtig werden. Das Erste, eine gesunde Voraussetzung, eine gute Voraussetzung zu gesunder Leiterschaft ist, dass Menschen zu sich selbst finden und versöhnt sind mit ihrem Leben. Ich merke, wie ich besonders mit einem Mann unterwegs bin, Anfang 30, der strahlt so eine Ruhe aus, der ist bereit, alles zu tun, aber man nimmt nie, Ambitionen wahr, dass er jemand sein muss in den Augen anderer Menschen. Er ist geklärt, er ist versöhnt, er ist in der Ruhe mit sich. Die Frage ist, wie kommst du zur Ruhe? Meinen Augen, indem du die richtigen Ziele setzt, eben in der Beziehung zu Christus zu wachsen. Das Zweite, was ich sehe als Voraussetzung, je länger, je stärker, je älter ich werde, wir kommen nicht darum herum, wenn wir im Reich Gottes Führungsaufgaben haben wollen, dass wir Gott und Menschen lieben. Das ist ja eigentlich, du magst sagen, die alte Leier, der sagt das immer wieder. Ja, ich sage es immer wieder, weil es so wichtig ist. Gott zu lieben heißt vorbehaltlos, ihm zu vertrauen und mich ihm hinzugeben, auch zu Zeiten, wo mein Vertrauen herausgefordert ist. Keine Zuflucht zu suchen bei anderen Orten, sondern auf ihn fokussiert zu leben. Auch die Herausforderungen des Lebens als Zeichen der Liebe anzunehmen und nicht als Strafe. Menschen zu lieben heißt für mich immer wieder Liebe, Annahme, Vergebung zu üben. Nicht zuzulassen, dass sich mein Herz verhärtet, dass ich eine abgeschlossene Meinung bilde über eine Person, auch über die Menschen, die mir zutiefst Unrecht tun und Unwahrheiten verbreiten. Das Dritte, lernfähig und lernbegierig zu sein. Ich bin einigen älteren Christen begegnet, so über 60, über 70, die alles wissen. Und die unterstreichen das dann noch mit, ja, ich bin alt geworden und weiß jetzt Bescheid. Und ich merke immer, das drückt mir die Luft ab. Ich kann für mich sagen, ich habe einen solchen Hunger, mich zu verändern, dass dieses Bild Christi in mir umgestaltet wird, dass ich auch von Menschen lerne. Und wenn ich dann jemanden sehe, der ist 25 und der kann etwas gut, dann bedroht mich das nicht, sondern ich denke, wie kann ich das zugänglich machen? Wie kann ich dem helfen, das Geschenk weiterzugeben, also von Gott und Menschen zu lernen? Die vierte Voraussetzung zu gesunder Leiterschaft ist, Berufung ist nicht Führung, also nicht, dass du führst, sondern dass du nachfolgst. Okay, etwas Spanisch. Ein guter Leiter muss nachfolgen können. Ein guter Leiter muss immer in der Nachfolge Jesu stehen und auch Menschen nachfolgen können. Ein guter Leiter sucht nicht das Seine. Er ist berufen zur Nachfolge. Meine Identität ist, dass ich ein Jünger von Jesus bin. Meine Identität ist, dass ich ein Lernender von Jesus bin. Meine Identität ist, dass ich im Alltag die Werke Jesu tue. Und was dazu kommt, ist Leitungsverantwortung. Aber meine Identität ist nicht, ich habe Leitungsverantwortung, dazu muss ich noch ein möglichst guter Christ sein. Das wäre anstrengend ohne Ende und nicht zielführend. Und die 5. Voraussetzung, die habe ich auch viel gelernt in meinem Leben. Damit du Leiterschaft ausüben kannst, musst du hinten anstehen können. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht immer um ihn. Und diese Bereitschaft, hinten anzustehen, geht ja vom Wesen von Christus aus. Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Ich wünsche dir Freude beim Reflektieren, Antworten von Jesus
ein schönes Wochenende und eine kraftvolle Woche.